Ich freue mich, dass Sie bei meiner Reihe Fokus Nebenwirkung wieder mit dabei sind. Heute geht es um die Nebenwirkung des Reizhustens unter ACE-Hämmereinnahme, sprich Ramipril, Captopril oder Lisinopril. Ich werde kurz darauf eingehen, wie entsteht dieser Reizhusten, wie kann ich erkennen, ob es von meinem Medikament kommt und wie kann ich dem Ganzen Abhilfe schaffen, und dann kann es jetzt schon losgehen. Nicht jeder setzt natürlich jetzt einen Reizhusten oder auch so ein Räuspern gleich mit einem Blutdrucksenker in Verbindung. Das macht es dann manchmal auch so schwierig, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Für Sie ist wichtig, dieser Reizhusten, der geht eigentlich sofort mit der Einnahme einher, also spätestens so 1-2 Wochen später nach der ersten Einnahme dieses Ramiprils oder Captoprils oder Lisinoprils kommt es dann zu diesem Räuspern, zu diesem trockenen Husten. Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass dieser Hustenreiz auch erst nach längerer Zeit auftritt. Das kann zum Beispiel auch damit zu tun haben, dass im Alter die Nierenleistung etwas abnimmt und dadurch der Wirkstoffspiegel im Blut ein wenig ansteigt. Und wenn ein Wirkstoffspiegel ansteigt, dann können natürlich auch die Nebenwirkungen ansteigen und dann könnte es sein, dass dieser Reizhusten erst im Laufe der Zeit zum Tragen kommt. Das ist natürlich ganz tückisch, weil man dann diesen zeitlichen Zusammenhang nicht mehr hat. Deshalb möchte ich mit meinem Video nochmal daran erinnern, wie kommt jetzt dieser Reizhusten zustande? Die Blutdrucksenker aus der Gruppe der ACE-Hämmer, zu denen in Deutschland hauptsächlich das Ramipril, das Captopril und das Lisinopril zählen, die können bei jedem 10. bis 100. zu diesem Reizhusten oder trockenen Husten führen. Das passiert auf folgende Weise. Die Wirkstoffe werden ja ACE-Hämmer genannt. Das bedeutet, die hemmen etwas, was ACE heißt. Das ACE, das ist ein Enzym im Körper, was für bestimmte Vorgänge zuständig ist. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht auf die blutdrucksenkenden Eigenschaften eingehen, sondern nur das, was der ACE-Hämmer in der Lunge bewirkt. In ihrer Lunge gibt es einen Botenstoff, der nennt sich Bradykinin. Das Bradykinin, das führt dazu, dass die Lunge sich etwas zusammenzieht. Das Bradykinin wird durch das ACE, durch dieses Enzym regelmäßig abgebaut, wodurch es nicht zu einem Überschießen dieser Lungen zusammenziehenden Komponente kommt. Wenn nun aber ein ACE-Hämmer verordnet wird und der Patient sehr sensibel auf dieses Medikament reagiert, dann führt das dazu, dass das Bradykinin, dadurch, dass das Enzym gehemmt wird, was das Bradykinin abbaut, dass dieser Botenstoff dann dadurch in der Lunge vermehrt vorkommt und diese zusammenziehende Eigenschaft dann stärker auftritt. Das ist einfach der Grund, weshalb es zu diesem Reizhusten kommen kann. Das äußert sich dann so als Reizhusten. Daran sehen Sie aber auch, dass diese Nebenwirkung streng mit der Hauptwirkung verbunden ist, und das bedeutet, dass wenn Sie auf den Wirkstoff so reagieren, dass es jetzt keinen Sinn macht, in der gleichen Wirkstoffklasse zu suchen, weil alle Wirkstoffe aus dieser ACE-Hämmerklasse diese Nebenwirkungen besitzen. Wie kann ich nun feststellen, ob der Wirkstoff die Ursache für meinen Reizhusten ist? Das können Sie natürlich nur feststellen, indem Sie zu Ihrem Arzt gehen und bei Ihrem Arzt diese Vermutung äußern. Womöglich werden Sie dann zusammen diesen Wirkstoff absetzen. Es zeigt sich sehr schnell, dass wenn der ACE-Hämmer die Ursache für den Reizhusten war, dass der dann auch wieder verschwindet. Das werden Sie schon innerhalb von 5 bis 7 Tagen in etwa merken. Der eine oder andere Arzt wird vielleicht dazu übergehen, Ihnen sofort einen Wirkstoff aus einer anderen Substanzklasse zu verordnen. Dazu möchte ich hier auch überleiten zu den Alternativen. Was gibt es für Alternativen?
zur Blutdrucksenkung, dass man den ähnlichen Effekt eines Ramiprils zum Beispiel erreicht, kann man zu der Wirkstoffgruppe der sogenannten Satane greifen. Der Unterschied zwischen den ACE-Hämmern und den Satanen ist, dass die Satane im Prinzip zur Blutdrucksenkung in einem späteren Abschnitt einer bestimmten Kaskade eingreifen, und in diesem Abschnitt wird das Bradykinin in der Lunge nicht mehr beeinflusst. Mit dieser Substanzklasse erreichen Sie dann die gleiche Wirkung im Körper, aber der Wirkstoff Bradykinin in Ihrer Lunge wird dann nicht mehr beeinflusst. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Nebenwirkung des Reizhustens unter ACE-Hämmereinnahme so ein wenig näher bringen. Bitte denken Sie immer dran, Ihren Arzt mit ins Boot zu nehmen und niemals Medikamente eigenmächtig abzusetzen. Wenn Sie das interessiert hat, was ich Ihnen gerade erzählt habe, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, weil ich in Zukunft vorhabe, noch einige Videos dieser Serie hier reinzusetzen. Geben Sie mir gerne einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das geholfen hat. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss!